Hallo, ich heiße Ulrike Walter, ich bin Aquarellmalerin und möchte in diesem Video die 4 Prinzipien der Raumtiefe einmal darstellen, wie man auf einem zweidimensionalen Blatt Papier die Illusion von Raumtiefe erzeugen kann. Das möchte ich anhand eines Bildes von mir erläutern. Das sieht man hier in meinem Katalog. Das ist ein Bild von Havanna, oder da war Havanna das Vorbild. Wir können hier sehr gut erkennen, dass die Tonwerte, also die Grauwerte, hinten hell sind und vorne dunkel. Ich sehe weiterhin, dass es hier hinten ziemlich verschwimmt, also im Aquarell nass in nass gearbeitet ist und nach vorne hin konkreter wird. Hier kann ich sogar jede Antenne und jede Taube etc. erkennen oder Menschen und Autos. Hinten nicht. Ich arbeite auch hinten mit kühlen Farben und vorne eher mit warmen Farben. Das ist ja das Grundprinzip, das wir schon alle aus der Schule kennen. Hinten blau, vorne rot sozusagen, hinten kühl, vorne warm. Und zu guter Letzt noch die Perspektive. Wir tun auch gut daran, alles eben auf mindestens einen Fluchtpunkt zulaufen zu lassen, dass wir quasi dieses Gefühl haben, dass wir in dieses Bild reinschauen können. Und diese 4 Einzelteile, die möchte ich jetzt einmal eben, wie gesagt, aufdröseln und zerlegen in die 4 Grundprinzipien, die eben zusammengesetzt in einem Bild angewendet gut und gerne Raumtiefe erzeugen können. Wir sind jetzt hier bei den Tonwerten zu Hause und haben diesen Abschnitt meines 4-geteilten Bildes groß gezoomt. Das ist jetzt wirklich so quasi Postkartengröße oder ein bisschen größer vielleicht. Tonwert nochmal. Wir haben ja jede Menge Farben hier drin im Farbkasten und jeder hat andere. Wir können jetzt mit jeglicher dieser Farben diese Tonwertskizze anfertigen. Also egal ob mit Orange, Rot oder Türkis oder irgendeinem Grauton, das ist vollkommen egal, weil wichtig ist nur zu wissen, je dunkler die Farbe oder der Tonwert besser gesagt, je dunkler die Farbe, desto dichter die Pigmente, desto mehr brauche ich dann auch von der Farbe. Wenn wir jetzt bei dieser kleinen Skizze eine frei erfundene Landschaft abbilden wollen und sagen, hinten hell, vorne dunkel, dann muss ich logischerweise für den Hintergrund ganz dünne Farbe anmischen. Okay, für den Hintergrund also eher was Zartes, ganz dünn, ganz wenig Pigment pro Flächeneinheit. Und da mache ich jetzt einfach so ein bisschen wie, als wäre ich in der Stadt, als hätte ich da irgendwie Architektur, vielleicht auch irgendwie einen Dom, vielleicht bin ich da in Florenz und muss jetzt für den nächsten Schritt im Vordergrund logischerweise mehr Pigment reinmischen. Also gehe ich wieder in meinen Farbkasten und nehme eine nächst dickere Schicht sozusagen. Ich bleibe jetzt hier noch mal ein bisschen auf Abstand zu dem Feuchten da hinten, damit das nicht alles ineinander verschwimmt. Aber das ist jetzt quasi wie in einer Theaterkulisse. Je weiter ich nach vorne komme, desto dunkler werden meine Formen. Das ist quasi Schicht 1, jetzt kommt Schicht 2. Das kann ich natürlich beliebig oft oder anzahlmäßig beliebig gestalten. Ich kann da 4, 5, 6, 7, 8 Schichten reinsetzen. Ich muss es jetzt vielleicht mal kurz ein bisschen antrocknen lassen. Und ihr seht, da wo es nass in nass ist, verläuft es, aber das ist ja Teil der anderen Tonwertübung. Jetzt geht's der anderen Raumtiefenübung, jetzt geht es ja nur um den Tonwert. So viel mehr muss da jetzt gar nicht passieren. Wir können auch da noch irgendwelche, wenn man jetzt wirklich Vordergrund noch abbilden will, kann man auch noch irgendwelche anderen Objekte mit eintragen. Jetzt habe ich hier irgendwie so einen Zaun noch mit drin, sodass wir quasi kulissenartig auf den Hintergrund zugewiesen werden. Wir haben jetzt hier nochmal die Sicht. Hinten ist es relativ hell, also ganz dünner Tonwert. In der Mitte wird es ein Mittelton und nach vorne hin ist es quasi Starkton, also 1:1 die Farbe aus der Tube einfach nehmen. Das ist das Grundprinzip 1, das man im Hinterkopf haben sollte, wenn man mit Aquarell arbeitet. Wir sind jetzt bei der Raumtiefe bei Abteil Nummer 2 und zwar Farbe. Da hatten wir vorhin schon gesagt, dass wir, wenn wir eine Raumillusion erzeugen wollen, bei einem zweidimensionalen Blatt
gerne hinten kühle Farben und vorne warme Farben verwenden wollen. Und das wollen wir jetzt einmal separat austesten. Ich habe dazu hier schon mal ein bisschen Himmel angelegt. Das kann man machen oder auch nicht. Das ist einfach nur, damit das schon mal ein bisschen getrocknet ist. Und dann habe ich hier in meinem Farbkasten schon ein Grün angemischt, das relativ neutral ist, also weder warm noch kalt. Das ist quasi unsere Ausgangsposition, unser Grundgrün. Und ich möchte jetzt einfach anhand einer Landschaft, die auch gar nichts groß beinhaltet, einfach nur plattes Land sozusagen, als würde man hier irgendwo an der Nordsee stehen, einfach nur testen, hinten kühle Farben und nach vorne immer mehr warme Farben zu verwenden. Und am Ende sollte es dann keine Tonwertunterschiede geben, also nicht hinten hell und vorne dunkel, sondern es müsste in einem durch ein Grauwert quasi sein, wenn ich das wieder schwarz-weiß fotografiere. Je weiter ich nach vorne komme, desto wärmer soll es werden. Das heißt, da kann ich zum Beispiel Sienna gebrannt nochmal mit reinnehmen oder Orange oder Cadmiumrot. Also alles, was warme Farbtöne sind. So, das sind jetzt einfach nur 4 Streifen Farbe, die, wenn sie ein bisschen getrocknet sind, eigentlich nur einen Grauwert ergeben müssten. Jetzt ist unsere Farbskizze ein bisschen angetrocknet und ich kann auch jetzt einmal den Fototest machen, indem ich wieder mit einem Schwarz-Weiß-Filter meines Handys das einmal knipse und das auch nochmal versuche abzubilden. Wir haben quasi sogar hinten ein bisschen dunkleren Tonwert und vorne ist es heller. Das heißt, insofern ist es richtig, es ist quasi eine graue Masse. Ich habe keine Raumtiefe aufgrund der Tonwerte, ich habe Raumtiefe aufgrund der Farben, dass es eben hinten bläulich in der Ferne ist und vorne warm. Das ist in der Tat eine sehr aquarellspezifische Geschichte, dass es nämlich hinten nass in nass verlaufen darf und vorne gerne präzise und prägnant wird. Dazu lege ich mir auch erstmal nur einen Himmel an, das ist jetzt nichts Großes. Mit diesem Himmel komme ich so weit runter, wie ich quasi im Fortgang die Farben verlaufen lassen möchte. Und zwar wäre das jetzt erstmal im Hintergrund dann so eine Art Wald vielleicht. Und hier ist auch einfach nur, um den Gegensatz zu verdeutlichen, ein Haus im Vordergrund und eins im Hintergrund. Und das im Hintergrund, das soll eben auch so ein bisschen verschmelzen mit dem Himmel. Ihr habt das vielleicht im Vorfeld gesehen, dass ich dieses linke Haus mit dem Himmelwasser ausgespart habe. Das heißt also, da wo jetzt kein Himmelwasser ist oder auch gar kein Wasser, dort läuft auch kein Pigment hin. Das heißt, ich kann das jetzt hier prima umreißen, ummalen und nichts davon wird in das Haus reinlaufen. Wohingegen hier drüben, wo ich mit dem Himmelwasser drüber gegangen bin übers Haus, da läuft natürlich auch ein bisschen was dann rein. Auch wenn ich jetzt hinten das Haus mit einem Hausfarbton, mit einem etwas wärmeren Farbton, vielleicht irgendwas, was ins rote, orangefarbene gehen kann, andeute, wird das jetzt auch quasi im Himmel mit verschwimmen oder mit aufgehen. Also ich habe hinten die weichen Konturen. Und das ist das Schöne beim Aquarell, das ist eben eine ganz aquarellspezifische Geschichte, dass ich dadurch wunderbar bei Bildern, die ich erzeuge, erstmal wunderbar nass in nass quasi so Farbflecken erstellen kann, aus denen ich dann später im zweiten Arbeitsgang, in der zweiten Lasur, auch dann Formen herausarbeite. So bis hierhin, wo jetzt die Farbgrenze ist, hatte ich vorhin angefeuchtet. Wenn ich jetzt quasi mich so langsam in den Vordergrund arbeite, schaue ich, dass ich hier so ein bisschen mit dem Grün ankomme und dann aber auch nach vorne hin immer präziser und immer konturenverliebter werde, dass ich hier halt wirklich so eine freien Flächen und Striche habe. Das geht eben nur, wenn ich vorher kein Wasser aufgebracht habe, wenn ich das Papier ganz, ganz trocken lasse. Dann habe ich die totale Kontrolle. So, und bevor wir dieses Haus jetzt hier anlegen, müssen wir schauen, dass das wirklich gut getrocknet ist. Dazu fühle ich immer mal so rein, das ist jetzt noch zu nass. In der Zeit arbeite ich dann zum Beispiel hier vorne noch mal ein bisschen den Vordergrund aus. Und jetzt gehe ich hier wieder mit einer wärmeren Farbe. Ich probiere das hier immer auf meinem kleinen Probeblatt. Gehe ich da quasi auf das trockene Papier und ihr seht, ich kann jetzt hier sogar richtige so eine Strukturen, als hätte ich da schon irgendwie Mauerwerk oder so,
Das ist dann vielleicht auch ganz reizvoll, wenn man da so ein paar lichte Stellen noch hat auf dem Ganzen. Dann kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich eine Licht- oder eine Schattenseite habe. Vielleicht nehme ich die linke Seite zur Schattenseite. Das heißt, da kommt noch mal eine kurze Lasur hier drüber, dass das da ein bisschen dunkler ist. Jetzt Großbaumstamm müssen wir vielleicht gar nicht abbilden. Der verschwindet da hinterm Haus. Da kann ich höchstens hier noch mal sowas wieder so ein bisschen rauskratzen. Und jetzt sehen wir ganz schön den Gegensatz zwischen diesem doch präzisen Haus. Je trockener das wird, desto präziser kann ich das dann noch ausbilden. Und dem doch sehr verschwommenen Haus, da hinten, wenn das noch nass ist, muss ich jetzt mal prüfen mit dem Pinsel, kann ich immer noch, ihr seht, das verläuft immer noch, kann ich auch hier immer noch so ein bisschen Licht und Schatten andeuten, ohne jetzt so sehr ins Detail zu gehen. Hier ist dann vielleicht noch irgendwie so ein Stall mit dran oder so, aber so sehr würde ich da gar nicht ins Detail gehen. Das sind jetzt einfach nur diese beiden Prinzipien. Wer jetzt sagt, hier vorne der Weg, der ist ja noch ganz weiß, noch ganz nackt, der kann auch noch ein bisschen einen Ocker kriegen. Das ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, aber das kann ich auch immer noch im Nachgang quasi auch aufbringen. Also ganz kurz erklärt, Hintergrund verlaufend und ohne Konturen. Und je mehr ich in den Vordergrund komme, desto präzisere, stärkere Konturen habe ich abgebildet. Das letzte im Bunde ist die Perspektive. Da blende ich gleich mal hier rüber. Hier haben wir jetzt noch ein komplett freies Blatt, da ist jetzt noch nichts vorgezeichnet, weil das im Prinzip auch mehr eine grafische Geschichte ist. Denn das heißt, ich könnte es jetzt einfach bei der Bleistiftzeichnung auch belassen. Bei der Perspektive, das ist ja eine Sache, an der sich gerne alle Leute die Zähne ausbeißen, geht es im Prinzip darum, dass wir alle Gebäude oder alle Objekte aus einer Augenhöhe sehen, nämlich aus unserer Augenhöhe. Und es ist immer vom Standpunkt des Betrachters abhängig, wie ich ein Objekt in der Ferne oder auch in der Nähe sehe. Man kann das ganz gut einmal feststellen, wenn man die Hand quasi vor die Augen hält, um zu schauen, wo der Horizont ist, also am Meer oder in der Ferne, wenn man in der Prärie steht quasi und sich einmal hinhockt, dann kann man sehen, dass der Horizont mitkommt. Das ist also immer von meiner Augenhöhe abhängig. Ich habe im Prinzip der berühmte Würfel, den viele vielleicht auch schon kennen. Ich habe 2 Fluchtpunkte auf meinem Horizont. Das ist der Horizont. Und wenn ich jetzt dort quasi eine Strecke auf einer Achse überhalb und unterhalb des Horizontes abtrenne und diese Endpunkte mit diesen 2 Fluchtpunkten, die imaginär sind, also die man nur in der Vorstellung hat, dann hat man hier automatisch 2 Würfelseiten abgebildet. Und auf der linken Seite von dieser Mittelachse aus betrachtet, fallen die Linien in die Fluchtpunkte hinein und unterhalb des Horizontes steigen die Linien zu den Fluchtpunkten auf dem Horizont. Und das Gleiche habe ich natürlich auch, wenn ich in einer Stadt bin und in eine Straße reinschaue, dann habe ich meinen Fluchtpunkt auf dem Horizont und alles, was unterhalb des Horizonts liegt, steigt zu diesem Fluchtpunkt und alles, was oberhalb des Horizonts liegt, fällt in diesen Fluchtpunkt, sodass ich hier quasi wie, als hätte ich so Sonnenstrahlen, so kann ich mir das auch aufzeichnen. Die laufen halt alle in diesen einen imaginären Fluchtpunkt hinein. Das heißt, ich habe mir hier jetzt von meiner Skizze erstmal nur die rechte Seite genommen, sozusagen, ne? Weil das auch für den nächsten Würfel dann wieder gilt, der hier benachbart dran ist. Das heißt also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Häuserfront abtrenne, also hier habe ich dann später irgendwelche Gebäude, die mal gucken, wie groß die werden. Da versperrt mir vielleicht das ganze Gebäude die Sicht. Wenn jetzt hier mein nächstes Gebäude angrenzt, dann ist es tatsächlich so, dass diese Seitenkante, wo die Straße reingeht, zu dem zweiten Fluchtpunkt jetzt irgendwo links neben dem Tisch vermutlich endet. Also die Fluchtpunkte sind ja nur in unserer Vorstellung vorhanden. Und so geht es hier weiter. Man kann auch sehr gut Perspektive auf den Punkt bringen, einmal eben mit diesen Fluchtpunkten zu arbeiten und zweitens, dass hinten alle Objekte klein sind und vorne alle Objekte groß sind. Das heißt also ein Fenster, das hier vorne die Größe hat, auch das kann ich mir hier reinfluchten. Das wird hier hinten immer kleiner, wohingegen diese vertikalen immer einfach nur vertikal bleiben. Also da ist nichts verzogen oder irgendwie verkleinert. Und so verhält sich das dann mit allen Objekten. Also auch wenn ich jetzt hier eine Tür hätte, dann würde diese Tür hier hinten
kleiner werden. Wenn ich jetzt hier eine sehr langweilige Siedlung hätte, wo alles gleich ist, dann hätte ich das so. Wenn ich jetzt ein schönes Bild gestalten will, möchte ich das natürlich ein bisschen freier gestalten, dann setze ich mir halt hier noch irgendwas drauf. Der Mensch hat quasi, wie vorhin schon gesagt, auf Augenhöhe den Horizont. Vorausgesetzt, wir wären jetzt alle gleich hoch, also 1,68 oder so, dann wären wir quasi alle wie aufgefädelt auf einer Perlenkette. Und das, was sich verändert, damit die Menschen nach hinten hin kleiner werden, wie alle Objekte nach hinten hin kleiner werden, passiert nur hier unten, wo die Füße sind. Also da verändert sich der Mensch. Wir wollen jetzt anhand dieses grafischen Perspektivbildes oder dieser grafischen Herleitung, ihr erinnert euch vielleicht auch hier an den tollen Würfel und die Menschen und alles, was ich dazu erklärt habe. Dieses eine Bild ist ja quasi eine grafische, also lineare Schwarz-Weiß-Geschichte. Jetzt anhand dieser Bleistiftzeichnung würde schon ausreichen, um die Perspektive quasi zu erklären. Aber um das nochmal zusammenzubringen, möchte ich jetzt hier den Tonwert, hinten hell, vorne dunkel, die Farben, hinten kühl, vorne warm mit reinbringen und hinten verschwommen, vorne präzise, prägnant. Für den Himmel, der muss ja nicht immer blau sein, wenn es eher eine Abendstimmung ist, dann kann der eben auch schon golden sein oder gelblicher sein. Und diesen Himmel, wieder das Himmelswasser, das führe ich so weit runter, wie ich will, dass es verläuft. Das hatten wir bei dem dritten Prinzip, bei den Konturen schon. Und dann eben auch eigentlich ins Trockene arbeiten, damit es eben nicht ganz so verläuft. Ich habe mir hier so ein bisschen einen Braunton angemischt, irgendwas, was für vorne gut stehen kann und nehme das jetzt hier auch gleich nochmal mit in diesen hinteren oder Hintergrund-lila Ton mit rein, dann habe ich einen Übergang geschaffen. Ich probiere das auch auf meinem Blatt nochmal aus. Eigentlich müsste ich jetzt noch mit Licht- und Schattenseite arbeiten, aber das ist jetzt zu kompliziert. Wir belassen es einfach dabei, dass wir diese 4 Prinzipien zusammenbringen wollen. Also ihr seht, hinten verläuft es, nach vorne wird es jetzt schon präziser, nach vorne wird es auch wärmer und nach vorne muss es jetzt auch doller und dunkler werden. Das heißt also, ich brauche jetzt hier nochmal richtig Farbe. Ich feuchte jetzt hier so ein bisschen manche Körper sozusagen an und setze da gleich noch ein paar Farben rein. Wenn ich jetzt will, dass die irgendwie ein bisschen freier sind, dann ein paar Arme und Beine reinsetzen. Man sieht auch hier unten, wo die Straße ist, verläuft es noch. Wenn ich das nicht möchte, also eigentlich wäre es besser gewesen, das jetzt trocknen zu lassen und dann diese Menschen da drauf zu setzen. Was ich dann hier drüben auch noch mal gleich weiterverwende, wenn ich es einmal am Pinsel habe, muss ich es nicht immer wieder auswaschen. Und dann kriegt er irgendwie was in Türkis noch unten rum. Das Türkis taucht auch wieder hier irgendwo nochmal auf. Also die perspektivische Skizze, wo alles auf einen Fluchtpunkt zuläuft, die Menschen ihre Köpfe alle auf dem Horizont haben und nur die Füße quasi nach unten hin oder nach vorne hin größer werden oder die Linie, auf der die Füße liegen. Wir haben hinten dünnere Farben, vorne dickere Farben, also hinten hellere Tonwerte und vorne dunklere Tonwerte. Wir haben hinten kühlere Farben, nach vorne hin wärmere Farben. Wir haben hinten nass in nass gearbeitet, sodass alles ziemlich verlaufen ist und vorne quasi mehr Präzision und eben die Perspektive als solche auch noch mit drin, sodass hier alle 4 Prinzipien einmal zusammenfließen, wie eben im richtigen Bild auch einmal abgebildet und wir hier diese Straßenszene oder diese 4 Prinzipien vereint haben auf einem Bild. Das ist Sinn und Zweck der Übung gewesen.
Ich hoffe, ihr habt viel dabei gelernt und habt Spaß dabei, das auch einmal zu probieren.